da durch? Ja, da fahren wir jetzt durch, ne? Das Schloss selbst hat seine Wurzeln im Jahr 1708. Aber wir mogeln uns da jetzt einfach durch. In der Hoffnung, dass das niemand sieht. Bei strahlendem Wetter starte ich in den zweiten Tag meiner Motorradtour entlang der Mecklenburgischen Seenplatte. Heute ist auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Kultur angesagt. Wir haben 2 Ziele rausgesucht. Einmal Schloss Mirau und noch so eine Drehkreuzbrücke, habe ich vergessen, wie die heißt. Soll wohl ganz spannend sein und auch ganz schön. Das schauen wir uns heute mal an und auf dem Rückweg versuche ich dann wieder rechts und links vielleicht mal den einen oder anderen Schotterweg mitzunehmen. Schauen wir mal, ob das klappt. Also die Straßen hier laden echt richtig schön zum Cruisen ein. Ab und zu sieht man mal wieder so eine Schotterstraße rechts oder links. Da würde ich dann wahrscheinlich mit einem Cruiser oder so nicht hinfahren, aber so insgesamt muss man hier sagen, ab und zu denke ich so, also jetzt so auf dem Shopper sitzen, das wäre hier schon echt richtig schön. Muss ja nicht gleich eine Harley sein, aber manchmal ist halt diese Reise-Enduro, dieses Adventure-Bike hier, hat man schon das Gefühl, dass man irgendwie völlig überdimensioniert ist dafür. Ist schon eher so Panoramafahren. Aber es ist halt traumhaft schön. Manchmal kurvig, manchmal nicht so sehr kurvig. Oft am Wasser. Ist richtig schön. Im Gegensatz zum Cruiser hat das Adventure Bike auf Kopfsteinpflaster schon Vorteile. Durchgerüttelt wird man trotzdem. Ich mache einen Spaziergang durch den Schlosspark. Die Wallanlagen des Parks wurden schon im 15. Jahrhundert errichtet. Das Schloss selbst hat seine Wurzeln im Jahr 1708. Auf der kleinen Insel im Schlosspark findet man auch das Grab des letzten Großherzogs von Mecklenburg-Strelitz, der hier 1918 beerdigt wurde. Also die Schlossinsel hier, das ist wirklich wahnsinnig idyllisch und auch wirklich sehr schön. Alles so schön angelegt. In dem Rahmen des Schloss selbst, muss ich sagen, ist jetzt tatsächlich zumindest von außen nicht so wahnsinnig beeindruckend. Die Kirche dagegen schon mehr und die schaue ich mir jetzt nochmal genauer an. Die Johanniterkirche wurde im 14. Jahrhundert errichtet. In ihrer gut 600-jährigen Geschichte brannte sie 2-mal komplett aus. Das letzte Mal im Zweiten Weltkrieg. Die originale Inneneinrichtung ging damals komplett verloren. Nach dem Krieg wurde die Kirche mit einfachsten Mitteln wieder restauriert. Außerdem ist sie auch die letzte Ruhestätte einiger Adliger von Mecklenburg-Strelitz. Also ich finde die schlichten Kirchen ja wirklich oft schöner einfach als die wirklich übertrieben pompösen. Die ist jetzt auch echt toll, gerade in weiß, es ist immer so schön hell, es ist wirklich gigantisch. Aber irgendwie, wenn man die Kirche jetzt so sieht, die ist wirklich schon sehr, sehr schlicht. Da kriegt man fast schon wieder Lust nach Rom zu fahren, um sich mal so das komplette Gegenteil anzusehen. Ja, Rom dann vielleicht nächstes Jahr. Ne? Jetzt gilt es halt noch einen guten Mittagsspot zu finden. Hier ist zwar auch schön ruhig, aber ich fahre dann doch lieber noch ein Stück.
es dann zum zweiten Stop dieser Reise geht, dieses Tages geht. Es ist dann noch unklar, was ich auf dem Rückweg mache. Fahren wir da durch? Ja, da fahren wir jetzt durch, ne? Steht nicht, dass das verboten ist. Ist wahrscheinlich für Fahrradfahrer gedacht, aber... Da gerade so eine Kirche gesehen. Da standen eigentlich ein paar ganz nette Tische vor. Ja, gesagt, wir wollen ein bisschen Schotter fahren. Es ist jetzt ein bisschen sandiger, als es sonst geht. Aber hier stand kein Schild. Sieht nach einem normalen Weg aus. Schön hier. Alte Ziegelei. Not bad. Das ist jetzt natürlich echt doof. Aber wir mogeln uns da jetzt einfach durch. In der Hoffnung, dass das niemand sieht. Haha. Ja, geil. Und es ging. Ja, es ist schon echt eine schöne Gegend. Kann man nicht einfach sagen. Ich habe jetzt diese Straße gewählt. Es ist zwar kein Wasser, aber ich habe diese Straße gewählt, weil ich finde, das ist so ein bisschen sinnbildlich für die gesamte Region. Es ist so ein bisschen schmale Straße, nicht unbedingt perfekt asphaltiert, zumindest halb alleenartig. Das ist einfach geil. Es ist kaum ein Mensch hier. Du kannst gucken, die Straßen winden sich hier trotzdem um die Felder rum. Es wird nicht langweilig. Es ist einfach schön. Die fantastische Kirche gerade, die sah ja absolut grandios aus. Aus dem roten Backstein. Die Malchower Klosterkirche wurde im 19. Jahrhundert errichtet. Ich bin allerdings für die Drehbrücke hier. Die aktuelle Brücke wurde im Jahr 2013 fertiggestellt. Eine Brücke gab es hier allerdings schon, wie die Kirche, seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Da die Brücke nicht super spektakulär ist, esse ich noch einen Affogato im Eiscafé, an dem man auch gut andere Biker treffen kann. Dann mache ich mich auf den Rückweg zum Bungalow.
Ist das schön oder ist das schön, ne? Das ist echt... Man findet hier so viele Plätze, wo man einfach nur 2-3 Meter durch den Wald geht und dann ist man hier quasi schon so direkt am Wasser. Ich meine, man kann sich hier nicht großartig aufhalten, aber der Ausblick ist traumhaft. Ist einfach schön. Ja, ich glaube, das war es dann auch für heute. Ich gehe jetzt noch eine Runde Stand-Up-Paddle fahren. Wie man sieht, sind wir keine sehr geübten Stand-Up-Paddler. Die vorbeifahrenden Schiffe und Hausboote machen es nicht gerade einfacher, uns oben zu halten. Wir genießen trotzdem die Sonne und das Wasser. Und wenn dir diese Videos auch gefallen, dann lass mir doch einfach ein Abo da. Das würde dem Kanal sehr helfen. Und wir sehen uns in Teil 3. Ciao. Dancing in the bright light.